Hallo Leute, Zeit für das Fragen- und Antworten-Video zum Geburtsvideo der Zwillinge. Das hatte ich euch ja versprochen. Und ihr habt auch einige Fragen an mich geschickt. Da ich jetzt nicht so viel Zeit am Stück habe, werde ich immer mal eine Frage abhandeln und wenn ich mal wieder Zeit habe, die nächste. Und das stelle ich dann zusammen. Hier ist gerade die Sarah, die stillt, also habe ich einen Moment. Die erste Frage auf meiner Liste ist von Jessie. Die fragt, als der Kleine auf die Welt kam, hätte nicht nach ihm die Plazenta kommen müssen? Es wundert mich, dass beide auf einmal zum Schluss kamen. Ist das so normal bei Zwillingen? Ja, das ist normal. Die Plazentas sind oft miteinander verschmolzen oder bei mir waren sie nur mit den Eihäuten so zusammen. Aber auf jeden Fall ist es normal, dass nach einer Zwillingsgeburt, also dass die Plazentas am Ende kommen. Erst die Babys, dann die Plazentas. Mag Ausnahmen geben, wenn irgendwie die Plazenta vom ersten sehr tief liegt, aber normalerweise kommen die Plazentas zum Schluss. Und eine Mama aus der Schweiz fragt, mich würde interessieren, wie es möglich ist, dass Samuel schreien konnte, ehe er geboren war. Ich dachte, dazu müssten die Lungen irgendwie im Geburtskanal ausgepresst werden. Also es stimmt schon, dass die Lungen im Geburtskanal nochmal ausgepresst werden quasi, aber Babys können auch so atmen. Babys nach Kaiserschnitt, die werden ja auch nicht durch den Geburtskanal gepresst und die atmen auch. Die haben halt häufige Anpassungsstörungen. Gesundheit. Die haben halt häufiger Anpassungsprobleme mit der Atmung, aber atmen geht auch so. Ist halt von Vorteil, wenn der Geburtskanal passiert wird und dabei die Lunge nochmal die Restflüssigkeit rausgepresst kriegt. Das sabbert. Und eine Frage, die ihr häufig gestellt habt, ist die Frage nach dem Video mit den Überraschungszwillingen, von denen ich während der Geburt erzählt habe. Ist das irgendwo verfügbar, anguckbar? Ja, es ist es. Bis vor kurzem war es das nicht, aber die Mama hat es hochgeladen und ihr könnt euch das angucken. Und ich packe euch den Link in die Videobeschreibung unten. So, jetzt ist der Samuel dran mit Stillen. Und die nächste Frage ist von Manuela. Warum gebärst du im Stehen? Während meiner Geburten war das Stehen höchst unangenehm und ich war froh, hocken zu können. Tja, für mich ist Stehen halt am angenehmsten und hocken kann ich nicht gut. Ich habe mit meinen Hüften auch so ein bisschen, naja, Probleme. Probleme würde ich jetzt nicht direkt sagen, aber für mich geht Stehen einfach am besten und was sich am besten anfühlt, das mache ich einfach. Und die Manuela fragt auch noch, warum ist die Geburt der Zwillinge so blutig gewesen? Soweit ich bewusst zurückblicken kann, ich war ganz allein, gab es bei mir ganz wenig Blut. Meine anderen Geburten waren auch nicht blutig, also sehr wenig Blut, was kommt, wenn die Plazenta sich löst. Jedenfalls bei mir. Bei der Geburt, wo die Nabelschnur abgerissen ist, gab es natürlich ein bisschen mehr Blut. Und jetzt in dem Fall haben wir ja die Nabelschnur durchgeschnitten, als der erste Zwilling geboren ist. Und da haben wir weder die Seite vom Baby noch die Nabelschnurseite, also die Plazenta-Seite, abgebunden und deswegen gab es ein bisschen mehr Blut. Aber es war jetzt nicht wirklich viel. Aber das... Warum wollten ihr mir alle meine Banane klauen? Ich stille 2 Babys, ich muss immer essen und das ist dafür, weil ich nämlich jetzt schon wieder Hunger habe. Okay? Schnell 2, der mir meine Banane abspenstig macht hier. Ich habe auch schon wieder Hunger. Ja, wir machen schon noch. Das ist eigentlich die ganze Erklärung dafür. Und warum das so war, dass wir das nicht abgebunden haben und abgeklemmt und sonst was, das beantworte ich in einer Frage weiter unten. Steffi fragt, und zwar war das Fruchtwasser grün. Ich kenne das dann so, dass das Fruchtwasser grün ist, weil eines der Kinder Stress hat und es ihm nicht gut geht. Woher wusstest du trotzdem, dass es den Kindern gut geht? Ich glaube, ich selber wäre in der Situation sehr aufgeregt und überfordert gewesen. Ist es unnötig, dann aufgeregt zu sein oder wenigstens die Herztöne immer mal wieder zu überprüfen? Ab wann wäre es denn für dich ein Signal gewesen, notfallmäßig irgendwas zu unternehmen? Und was hättest du dann gemacht? Notarzt wäre wahrscheinlich nicht hilfreich gewesen. Also, grünes Fruchtwasser. Zu grünem Fruchtwasser muss man sagen, dass es dazu auch Studien gibt und es gibt keine Korrelation zwischen einem schlechten Outcome und grünem Fruchtwasser an sich.
Grünes Fruchtwasser kann vorkommen, wenn das Kind gestresst ist. Es kann aber auch vorkommen, wenn das Kind zum Beispiel über Termin ist, was ich ja auch war, und der Darm einfach voll ist vom Baby und es dann eben mal kacken muss. Oder es kann sein, dass das Kind vorübergehend mal ein bisschen Stress hat und dann ein bisschen Mekonium rauskommt und dann ist der Stress auch wieder vorbei und ist wieder gut. Oder es kann richtig Dauerstress sein und dann kommt viel Mekonium raus und dann ist es natürlich nicht gut. Das kann man auch unterscheiden. Wenn das Fruchtwasser nur so flüssig und grün ist wenig Mekonium rausgekommen. Wenn das Fruchtwasser so erbsbreiartig dick grün ist, dann ist viel Mekonium rausgekommen und das wäre für mich ein Signal gewesen, dass hier das Kind arg gestresst ist. Und dann hätte ich je nach Situation reagiert. Also in dem Fall wusste ich, das Kind wird in den nächsten Momenten geboren werden. Also schneller auf die Welt kommen wird es nicht, wenn ich jetzt ins Krankenhaus fahre und einen Kaiserschnitt machen lasse. Wenn aber die Geburt noch lange auf sich hätte warten lassen, also Geburtsstillstand oder es geht 6 Stunden nicht weiter halt, und das Fruchtwasser ist arg grün, erbsbreimäßig, dann wäre ich in die Klinik gefahren, um dann das da zu kontrollieren zu lassen und ich hätte auch die Herztöne gehört. Aber ich wusste erstens, das Kind kommt gleich und ich habe gemerkt, wie es sich bewegt hat die ganze Zeit. Und deswegen wusste ich, dem geht's gut, das kommt gleich und warum jetzt das Fruchtwasser ein bisschen grün ist auf jeden Fall kein Grund zur Besorgnis gewesen für mich in dem Moment. Ich habe auch ein bisschen recherchiert, bei ihm war die Nabelschnur ja sehr kurz, also die Nabelschnur unter 40 cm gilt als sehr kurz und seine war bestimmt sogar unter 30, also sehr kurz. Und eine sehr kurze Nabelschnur geht häufiger einher mit Herztonauffälligkeiten im CTG und auch mit Kaiserschnitten. Klar, die Herztöne werden interpretiert als dem Kind geht schlecht, also macht man Kaiserschnitt. Was ging das noch einher? Weiß gar nicht. Auf jeden Fall könnte es schon sein, dass die kurze Nabelschnur vorübergehend dazu geführt hat, dass er ein bisschen Stress hatte und deswegen vielleicht das Mekonium ausgeschieden hat. Aber das ist rein spekulativ jetzt so im Nachgang. Ich habe gemerkt, er bewegt sich die ganze Zeit, hat irgendwie so ein bisschen Probleme, oder nicht Probleme, aber er hat eine Weile gebraucht, um sich mit der Schulter oder irgendwie da so ins Becken einzustellen. Und ja, aber er hat sich die ganze Zeit bewegt und da wusste ich, das geht ihm gut. Und ich wusste auch, er würde gleich geboren sein, also habe ich keine Sorge mehr in dem Moment gemacht. Und hier habe ich noch eine Frage von Marie-Louise. Sie fragt, weshalb wurde der Junge nicht beatmet? Wie konnte dies dein Mann erkennen? Also, wenn man das Video sich anguckt, hat mein Mann ja das zweite Kind, also das Mädchen, abgesaugt, nicht beatmet. Also beatmet wurde niemand. Die haben ja alle gut selbst geatmet, aber mein Mann hat einmal aus Mund und Nase versucht, Schleim rauszusaugen. Bei ihr, das sieht man im Video, aber auch bei dem Jungen, das habe ich aber rausgeschnitten, weil das hat er gemacht, da war, als nur der Kopf geguckt hat. Und das war doch eine recht unvorteilhafte Aufnahme von ihm und deswegen habe ich das rausgeschnitten. Und eigentlich wäre es auch nicht wirklich nötig gewesen, weil beide haben schon geatmet und ja, also ich hätte es jetzt nur gemacht, wenn sehr viel Schleim da gewesen wäre und die Atmung Probleme gemacht hätte, aber beide haben ja geschrien und geatmet. Aber er hat sich dazu entschieden, das zu machen und genau das sieht man auf dem Video. Aber beatmet wurde niemand, weil die haben alle sehr gut selbst geatmet. Und noch eine Frage von Marie-Louise zur Farbe des Neugeborenen. Warum der Junge so und das Mädchen so? Also was genau mit der Frage gemeint ist, bin ich nicht ganz sicher, aber ich vermute mal, dass damit gemeint ist, dass das Mädchen ein bisschen rosiger war als der Junge. Vielleicht der Junge ein bisschen blasser aussah. Mir ist das jetzt persönlich nicht aufgefallen, aber so wie ich das mitgekriegt habe, ist es manchen aufgefallen. Und es wurde dann von den Pessimisten gleich gemutmaßt, dass der Junge ja so viel Blut verloren hätte, weil wir ja ein bisschen zu früh und ohne Abbinden abgenabelt haben. Das kann man denken, ja, das würde so naheliegen. Ich glaube das aber nicht, aus verschiedenen Gründen. Einmal habe ich mit einer Frau kommuniziert, der
die hatte auch eine super kurze Nabelschnur und die Nabelschnur war so kurz, dass die im Geburtskanal noch gerissen ist. Und da war der Blutverlust, schrieb sie, deutlich höher, als es in meinem Video war. Und sie hat mir auch ein Foto geschickt von danach und dem Jungen hat man überhaupt nichts angesehen von Blutverlust oder Blass oder sonst irgendwas. Und wenn ich die anderen Geburten von mir angucke, dann sind die Jungs allgemein blasser als die Mädchen. Und ich denke, das liegt daran, dass die einfach eine andere Haut haben. Also Jungs haben ja, und Männer auch später dann, ne, haben ja eine dickere Haut. Und da sieht man natürlich die Durchblutung nicht so gut. Und bei den Mädchen ist es bei mir so, dass meine Mädchen, wenn sie sich aufregen, zum Beispiel ganz schnell rot am ganzen Körper werden, wenn sie so neugeboren sind und Babys. Und die Haut also gut durchblutet aussieht, die Haut aber auch sehr empfindlich ist, also in den ganzen Falten, Halsfalten, unterm Arm und so weiter, muss man jeden Tag gut sauber machen, sonst entzündet sich das. Und bei den Jungs ist es überhaupt nicht der Fall. Also meine Mädchen haben einfach eine empfindliche Haut, die offensichtlich auch recht dünn ist und deswegen sieht man die Durchblutung gut und deswegen sieht das röter aus, als das bei meinen Jungs der Fall ist. Und ich sehe auch keinen Unterschied zwischen den Jungs, wo ganz normal auspulsiert ist und die Plazenta dann irgendwann geboren ist und wir dann abgenabelt haben, und den Fällen, wo halt die Nabelschnur einmal gerissen ist, ne, bei der letzten Geburt oder jetzt, wo wir ein bisschen zu früh, ohne abzubinden, die Nabelschnur gekappt haben. Also da sehe ich jetzt keinen Unterschied, dass die irgendwie anämisch ausgesehen hätten und die haben sich dann auch ganz normal entwickelt. So, die Zwillinge schlafen schon und ich lege mich jetzt mal schnell dazu. Ich bin ausgeschlafen. Die Sarah schläft noch und den Samuel habe ich schon runtergebracht. Und ich dachte, vielleicht schaffe ich halt die letzten Fragen auf einen Rutsch und dann habe ich sie alle. Dann die nächste Frage: Macht es einen Unterschied, ob dem Mädel Blut ins Gesicht gelaufen ist? Ich denke, das macht überhaupt keinen Unterschied. Bei der Geburt läuft so einiges rum. Fruchtwasser, Blut, Kacke, Pipi. Ist egal. Kann man alles abputzen. Weshalb hatte das Mädchen mehr Käseschmiere? Das habe ich mich auch gefragt. Also ich kann da auch nur fröhlich raten. Ich vermute mal fast, dass es daran liegt, dass sie auch mit der Haut empfindlicher war. Weil Käseschmiere zieht ja in die Haut ein und ist gut für die Haut. Aber das ist nur meine persönliche Vermutung. Keine Ahnung. Also es sind halt zwei verschiedene Kinder, ne? Und dann ist es eben verschieden. Dann Frage zur Plazenta, dass da ein Unterschied war. Gibt es dafür einen Grund? Ja, auch wieder zwei verschiedene Kinder, zwei verschiedene Plazenten. Eine war halt ein bisschen größer als die andere, die Nabelschnur ein bisschen länger als die andere. Aber warum das jetzt so war? Ja, jetzt die Frage, die wahrscheinlich am häufigsten gestellt wurde. Warum haben wir den Jungen abgenabelt, ohne abzubinden? Dazu muss man ein bisschen ausholen. Also bei den anderen Geburten haben wir eigentlich immer abgenabelt, ohne abzubinden, weil dann auspulsiert war und dann fließt kein Blut mehr und dann braucht man auch nicht abbinden, weil das Blutfluss hat aufgehört. Jetzt bei ihm sah die Nabelschnur in dem Moment für mich auch schon weiß aus und da habe ich angenommen, okay, der Blutfluss hat aufgehört. Da hat aber sicherlich mit eine Rolle gespielt, dass die Nabelschnur so straff gespannt war. Das habe ich nicht so mit einkalkuliert. Und wie ich es dann rausgestellt habe, war noch nicht fertig auspulsiert. Also es war denke ich schon zum größten Teil auspulsiert, aber es noch nicht vollständig. Und für mich sah es in dem Moment aber auspulsiert aus. Und deswegen haben wir das so gemacht wie immer quasi, also sowas gewöhnt, auspulsieren lassen, fertig und dann abschneiden und dann kommt ja auch nichts mehr. Und in dem Fall war das halt nicht ganz korrekt eingeschätzt, was man sich auch hätte denken können, weil war ja erst geboren, aber ja, genau, so ist es halt gelaufen. War nicht ganz so optimal, dadurch ist halt ein bisschen Blut verloren gegangen. Ja, aber das kenne ich ja schon. Also als die Nabelschnur abgerissen ist, da ist auch ein bisschen Blut verloren gegangen. Der Kerl hat es nicht weiter beeinträchtigt. Ich habe danach nichts gemerkt, der hat sich super entwickelt. Und so geht es jetzt auch mit dem. Also
War natürlich nicht so schön mit dem Blut. Aber wenn man die Verantwortung für seine Geburt selber in die Hand nimmt, kann es halt auch passieren, dass man nicht alles 100% richtig macht. Genauso wie es passieren kann, wenn man die Verantwortung abgibt, dass andere nicht alles 100% richtig machen. Wenn andere nicht alles 100% richtig machen, kann man sich über andere aufregen. Und wenn man selber nicht alles 100% richtig macht, kann man sich über sich selber ärgern. Aber Fehler passieren und sind menschlich und bedeuten aber nicht automatisch den Weltuntergang. Ja, also man ärgert sich drüber, aber ja, man muss damit leben, ne? Mit den Fehlern, die andere machen, wenn man die Verantwortung abgibt, oder mit den Fehlern, die man selber macht, wenn man die Verantwortung behält und selber Entscheidungen trifft. Ja. Weshalb lief bei dir helles Blut runter? Dein Mann hatte dies gesagt. Eigentlich hat das nichts weiter zu bedeuten. Helles Blut ist halt arterielles Blut. Im Gegensatz zu venösem Blut, was dunkler ist, weil es den Sauerstoff abgegeben hat und mit Kohlenstoffdioxid geladen ist. Helles Blut in großen Mengen, eine arterielle Blutung, da kann man halt schneller viel Blut verlieren. Aber in dem Fall war das irrelevant. Es war einfach nur meine Gebärmutter, die nach der Geburt natürlich aus der Wunde blutet, wo die Plazenta dran ist. Und weil ich die halt so hochgezogen habe, rangezogen habe, kam dann halt in dem Moment ein bisschen mehr. Und ja, man macht sich mal gleich Sorgen. Aber war alles gut. Ja, dann die letzte Frage. Gab es Unterschiede in Kindslage und somit Geburtsvorgang? Also der erste Zwilling, der hat sich ja ganz normal in der ersten vorderen Hinterhauptslage ins Becken eingestellt. Das zweite Zwilling konnte sich natürlich vorher nicht ins Becken einstellen, weil es kann sich nur einer einstellen. Der zweite Zwilling lag also in der Schwangerschaft, man würde sagen, in der hinteren Hinterhauptslage. Also der hat mit dem Rücken nach hinten rechts gelegen. Der hat sich aber dann, sobald der erste draußen war, ganz normal in eine vordere Hinterhauptslage gedreht und ist ganz normal geboren. Also von daher gab es während des Geburtsvorgangs jetzt keine so richtigen Unterschiede, dass es irgendwie jetzt ein Sterngucker war oder irgendwie sowas. Aber ja, wenn er sich nicht gut gedreht hätte, hätte das auch passieren können. Das waren eure Fragen. Ich hoffe, ich habe sie zu eurer Zufriedenheit beantwortet. Jetzt kräht mein Samuel und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!